Ich darf heute den Dr. Frank Hagenow bei mir begrüßen und ich möchte ihn heute vorstellen als nicht nur Psychologen und Vortragsredner, der international unterwegs ist, sondern auch als Buchautor zu einem sehr speziellen Thema. Lieber Frank, du hast geschrieben, Führen ohne Psychotricks. Danke dir, mit Ethik und Anstand Menschen gewinnen. Da stehen jetzt tatsächlich gleich mal Begriffe drauf, die ich gerne hinterfragen möchte. Ja. Jetzt erzähl mal, ich mache das hier gleich mal als nicht nur Windstopper, sondern auch gut sichtbar für uns alle. Was ist Ethik, was ist Anstand? Lass uns das in wenigen Sätzen versuchen zu erklären. Ja, also Ethik und Anstand sind ja sehr, sehr hehre Werte, wenn es darum geht, miteinander fair umzugehen. Also Fairness ist vielleicht ein Synonym dafür, wenn es darum geht, ethisch zu handeln, mit Anstand zu handeln. Und in der Führung ist das etwas, was manchmal ein bisschen auf der Strecke bleibt, weil vieles dem Profit untergeordnet wird. Natürlich treten wir an, um profitabel zu sein. Unternehmen sind dafür da, Gewinne auch zu machen und natürlich auch, um Kundenprobleme zu lösen, aber auch eben, um Gewinne zu generieren. Und da ist manchmal jedes Mittel recht, bis hin zu psychologischen Tricks, Manipulationen, ohne dass man sich da bewusst macht, welche verbrannte Erde man da hinterlässt. Okay, das ist vielleicht gleich das Stichwort für das nächste Thema, nämlich auch hier zwei weitere Begriffe auf deinem Buchcover, die mich interessieren, nämlich Führung und Psychotricks. Jetzt, ich habe jahrelang Führungskräfte erlebt, du hast jahrelang Führungskräfte erlebt. In deiner Rolle als Psychologe, was sind so vielleicht zwei, drei schlechte oder schlimme Beispiele, wie Führung nicht geht? Und vielleicht als Gegenstück zwei, drei gute Beispiele, wo du sagst, so könnte Führung gelingen, bevor wir zu den Psychotricks kommen. Also schlechte Beispiele sind immer da, wo sich der andere hinterher über den Tisch gezogen fühlt. Also ich kann dir jetzt eine Gehaltserhöhung versprechen und wenn du dann das abgeliefert hast, was ich gerne von dir haben möchte, dann kriegst du das Gehaltserhöhung, aber trotzdem nicht. Dann wirst du beim nächsten Mal sehr, sehr vorsichtig sein, wenn ich dir wieder mit irgendeinem Belohnungsbonus komme. Dann würdest du wahrscheinlich sagen, nee, dem Frieden traue ich nicht. Also ich kann dich vielleicht einmal über den Tisch ziehen, ich kann dich einmal manipulieren. Beim zweiten Mal bist du eher skeptisch und wahrscheinlich sogar so misstrauisch, dass du mir auch in anderen Bereichen nicht so richtig traust. Bonus, Zahlungen, Incentives, Gehaltserhöhungen, alles das, was ich in Aussicht stelle, nur um das zu bekommen, was ich eigentlich haben möchte. Das geht aber bis hin zum handfesten Betrug. Wir sehen das ja gerade mit Wirecard zum Beispiel, was da läuft. Da sind einfach auch viele Menschen mit krimineller Energie hinters Licht geführt worden und haben ihr Geld verloren. Ja, die haben da investiert, weil sie darauf vertraut haben, dass das gut geht und sind jetzt eines Besseren belehrt worden. Das sind alles Tricks, mit denen das sind ja alles Tricks, mit denen gearbeitet wird, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen. Ein positives Beispiel wäre zu sagen, okay, ich habe langfristig die positive Beziehung, die vertrauensvolle Beziehung mit dir als Kunden, als Mitarbeiter, als Kollegen im Blick und setze eben nicht auf einen kurzfristigen Erfolg. Also das hört sich immer alles gut an. Interessant wird es da, wo die Situation schwierig wird, wo wir also wirklich in schwierige Zeiten kommen. Wir haben Corona gerade. Das sind Situationen, wo es für viele auch ums nackte Überleben geht. Da wirklich anständig zu bleiben, zu den Werten und zu den Zielen weiterhin zu stehen, zu denen man auch bei schönem Wetter gerne Ja gesagt hat. Das ist letztendlich etwas, was für viele eine große Herausforderung ist. Wenn du Führungskräften eine Sache mitgeben möchtest, welche wäre das? Im Sinne von, angenommen, die hören jetzt gerade Führungskräfte zu. So, du hast ja auch mit diesem Buch erreichst du viele Menschen. Du hast es jetzt auch gerade auf Englisch übersetzen lassen und mit übersetzt und es wird jetzt auch international quasi verfügbar sein. Welche eine Sache gibst du Führungskräften, möchtest du mit auf den Weg geben? Ich glaube, in der aktuellen Situation ist es für Führungskräfte viel wichtiger zuzuhören, als zu erzählen, was zu tun ist. Weil gerade auch, wo
viele Menschen von zu Hause aus arbeiten, wo Führen auf Distanz funktionieren muss, ist es total wichtig zu verstehen, was ist auf der anderen Seite los. Und das bekomme ich nur mit, wenn ich wirklich zuhöre, wenn ich mit einem offenen, ich möchte gerne verstehen, was da läuft, in den Kontakt hineingehe. Und dann erst in einem zweiten Schritt zu sagen, okay, und nun komme ich als Führungskraft ins Spiel und muss das auswerten, muss in irgendeiner Form in Handlung kommen, muss Entscheidungen treffen. Aber erst das eine, zuhören und verstehen und dann erst in einem zweiten Schritt Aktion. Sehr schön. Das heißt, der menschliche Ansatz ist ja auch der, oder die Eigenheit von uns Menschen zwischen Reiz und Reaktion kann auch eine Zeit sein. Ja. Eine Reaktionszeit, in der man auch überlegen kann, in der man zuhören kann. So verstehe ich dich jetzt, und tatsächlich sollten einige vielleicht öfter zuhören als selber reden, oder? Ja, und manchmal ist es auch so, wie du schon sagst, es gibt eine Spanne zwischen Reiz und Reaktion und manchmal hat man aber schon reagiert und hat das Gefühl, man kann nicht wieder zurück. So nach dem Motto, wer A sagt, muss dann irgendwie auch B sagen. Und das stimmt aber in vielen Fällen nicht, sondern ich kann jederzeit wieder zurückgehen und sagen, Moment, ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen oder das ist nochmal bei mir irgendwie tiefer ins Bewusstsein gekommen und ich habe da doch jetzt nochmal einen anderen Aspekt oder ich habe nochmal eine andere Meinung dazu. Und da würde ich gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal an der Stelle ansetzen. Sodass man also das Gefühl hat, okay, da tun sich Freiheitsgrade auf und nicht, weil ich mich einmal irgendwie schnell entschieden habe, bin ich jetzt für ewig festgelegt. Okay, sehr schön. Wo kann man dich buchen, wo kann man dich finden und für wen arbeitest du? Wer bucht dich normalerweise? Also ich sorge ja im Wesentlichen dafür, dass Unternehmen und Führungskräfte den Kontakt mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Kunden verbessern, zu vertrauensvollen, langfristigen Beziehungen kommen und dass sie in schwierigen Situationen die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist also so das, wo ich mit meinem psychologischen Hintergrund versuche zu unterstützen. Naja, und es gibt eine Website, die heißt frank-hagenow.com und dort fängt vieles an, aber es gibt natürlich auch die sozialen Netzwerke, Facebook, LinkedIn, was es da alles so gibt. Überall da bin ich zu finden. Sehr schön. Dann nehmen wir vielleicht noch als eine der letzten Sätze, die wir uns kurz ansehen, mit der Frage auch, ob die stimmen. Mitarbeiter verlassen nicht das Unternehmen, sie verlassen ihren Chef. Ist das etwas, wo du sagst, ja richtig, und genau aus dem Grund sollten sich Führungskräfte auch mal austauschen, weiterbilden, vielleicht was sagen lassen? Absolut, denn Unternehmen tun viel dafür, damit sie attraktiv sind für Mitarbeiter, um ein Image aufzubauen, was Mitarbeiter anzieht. Dafür geben die viel Geld aus und wenn die Mitarbeiter dann da sind, dann werden sie oftmals von einer Führungskraft wieder vergrault, die letztendlich auf meistens der zwischenmenschlichen Ebene es nicht schafft, den Menschen abzuholen. Und da wird einfach unheimlich viel Geld auch auf dem Tisch liegen gelassen, weil es natürlich viel Geld kostet, auch Menschen wieder neu zu finden, immer wieder neu anzulernen, auszubilden, wie auch immer. Und da gibt es ganz, ganz viel Potenzial. Also das beste Employer Branding sind wirklich gut geschulte, kompetente Führungskräfte, auch sozial kompetent, mit Ethik und Anstand. Absolut. Im Wertekoffer, wenn man so will. Genau. Lieber Frank, vielen Dank für unser Gespräch und meine dir. Buchempfehlung heute tatsächlich hier Führen ohne Psychotricks, mit Ethik und Anstand, damit ich es richtig sage, auch Menschen gewinnen. Und das ist ja auch der Hauptnutzen dann, Menschen gewinnen und gemeinsam, und das ist auch so mein Thema, Spitzenleistung erzielen oder vielleicht Leistungsglück finden. Auf diesem Weg begleitet euch Frank Hagenow. Vielen Dank und bis bald. Danke dir.